Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und wir sind hier in einem Strick-Podcast, wie ihr sicherlich wisst, weil die meisten von euch sind, glaube ich, schon seit ein paar Folgen dabei. Wenn ihr neu dazu gekommen seid, freue ich mich sehr. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr bleibt. Ich hoffe, euch gefällt das, was ich hier zeige, was ich hier erzähle und was ich hier verspreche und was hier so passiert. Ja, heute habe ich ein paar spannende Punkte gesammelt. Bevor wir aber anfangen, ganz, ganz lieben Dank an alle, die immer wieder kommentieren und die zum Beispiel insbesondere auch unter der letzten Folge kommentiert haben, wo ich über ein Fazit gezogen habe über meinen Kopenhagen-Strick- und Reise-Vlog, die geschrieben haben, dass sie sich auf eine Vlogmas freuen würden von mir. Ich habe ja gesagt, dass wenn alles planmäßig läuft, dass ich dann in der Adventszeit eine Vlogmas machen werde. Wie intensiv sie sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Es wäre schön und ich würde mich selbst freuen, wenn ich es fast jeden Tag zumindest, also jeden Tag oder fast jeden Tag, die Vlogmas aufnehmen könnte, so dass ich euch ja jeden Tag ein bisschen aus meinem Strickerin-Leben und aus meinem normalen Leben quasi berichten kann. Es ist auch gestern noch was, also ein Ereignis dazu gekommen, das ich im Dezember begehen werde, also eine kleine Reise, eine berufliche Reise, aber ich werde in einer anderen Stadt sein. Ich verrate erstmal noch nicht in welcher. Ich muss mich erstmal informieren, ob es in dieser Stadt auch interessante Wollgeschäfte gibt zum Beispiel. Ich werde nicht wirklich Zeit haben, um in diese Wollgeschäfte zu gehen. Vielleicht schaffe ich es nur an einem der Tage vor der Abreise nach Hause. Aber mal schauen, vielleicht funktioniert das ja. Aber auf jeden Fall wird es eine andere Stadt geben in der Vlogmas. Das ist ja auch immer, glaube ich, ganz nett, als wenn man jeden Tag fast das Gleiche sieht, außer die ausgepackten Päckchen, die ich vorhabe auszupacken. Ja, das war Punkt 1. Dann kommen wir zu dem, was ich für heute geplant habe. Ich habe ja in der letzten Folge schon angekündigt, ich leide an einer besonders starken Form von Anschlageritis, insbesondere seit ich aus Kopenhagen zurückgekommen bin. Ich habe in den Tagen nach unserer Rückkehr drei Sachen angeschlagen, die ich nicht geribbelt habe. Und immer wieder schlage ich noch irgendwas anderes an und ja, sehe sofort, nee, das wird nichts. Also ribbel ich das. Eine Sache liegt hier noch, die ich gestern angeschlagen habe, wo ich auch nicht weit gekommen bin. Ja, jedenfalls wollte ich euch diese Sachen zeigen. Einfach nur, ja, um zum einen zu zeigen, naja, was so aus meiner Kopenhagen-Reise als ja, so ein Strickprojekt quasi entstanden ist, weil sie haben damit zu tun, diese Strickprojekte, die drei, an denen ich dann tatsächlich auch stricke. Dann habe ich eine Bitte und Frage an euch und hoffe auf rege Teilnahme. Dann habe ich einige Bücher, die ich nicht alle heute vorstellen werde, aber ich werde ein Buch vorstellen, das ich zur Rezension bekommen habe vom Stiebner Verlag. Und dann gibt es noch für euch ein Gewinnspiel, eine Verlosung. Eine Verlosung ist das. Und am Ende brauche ich wieder euer Rat in Bezug auf was Unerwartetes für euch vielleicht. Also es hat im weitesten Sinne mit dem Stricken zu tun, aber das ist kein Stricken und auch keine Wolle. Wobei, nee, genau, das ist alles keine Wolle, glaube ich. Genau, alles keine Wolle, die da betroffen ist, aber hat schon im entferntesten Sinne mit der Strickwelt zu tun. Ja, dann steigen wir ein. Ich war in Kopenhagen, ja, das heißt, beziehungsweise ich war in Dänemark. Also Kopenhagen liegt ja in Dänemark. Ich war also im Land von Petit Knit. Und ich war bei Knitting for Olive. Und Petit Knit strickt ja auch immer wieder mal aus Knitting for Olive Garnen. Und irgendwie
unter diesem starken Einfluss hatte ich einen ganz unwiderstehlichen Drang verspürt, nach unserer Rückkehr äh, eine Anleitung oder ein Projekt nach einer Petit Knit Anleitung anzuschlagen. Ich wollte eigentlich die Wolle dafür auch in Kopenhagen kaufen, am letzten Tag, also am Tag unserer Abreise, aber da hätte ich zu Knitting for Olive gemusst und Knitting for Olive hatte an dem Tag erst ab 12 Uhr auf, also hatte ich keine Chance mehr. Dann habe ich mir kurz gedacht, ob ich das irgendwie bestelle, aber dann dachte ich, nee, ich habe so viele schöne Garne zu Hause. Ich warte diesen einen Tag ab und schlage am nächsten Tag an aus den Garnen, die ich zu Hause habe. Das habe ich dann auch getan. So, ich habe also Sophies Shawl angeschlagen. Also hier irgendwo schreibe ich und zeige ich, wie das Tuch bei Petit Knit aussieht. Und jetzt zeige ich auch, wie das Tuch bei mir aussieht. So. So sieht es bisher bei mir aus. Man sieht, was für ein wunderschönes, natürliches Garn es ist, oder? So, also das ist der Anfang, logischerweise. Hier habe ich angefangen und das habe ich gestrickt. Also ich bin bei einem Drittel vielleicht, von der Länge her, von dem Umfang her noch nicht. Vielleicht weniger als ein Drittel. Ich denke mal weniger als ein Drittel, weil ich habe ausgerechnet, dass ich 3 Knäuel, also 300 Gramm ungefähr, 300, weniger eigentlich, ein bisschen weniger als 300 Gramm brauchen werde von dem Garn, das ich hier habe, wenn man nach der Länge misst. Und ich habe noch so viel vom ersten Knäuel und das Garn ist dieses hier. Das ist Blueface Leicester Fleece Decay von West Yorkshire Spinners in dunkelbraun. Das ist die Farbe 003, glaube ich. Genau, Farbe 003. Das sind 225 Meter auf 100 Gramm und für die große Version von Sophies Shawl braucht man wohl ungefähr 600 Gramm. Also brauche ich irgendwie 2,5 Knäuel. Ich werde schauen, wo ich bin oder wie groß mein Tuch ist, wenn ich bis zu der Mitte des Tuches gestrickt habe, so wie es in der Anleitung steht. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Tuch darf ruhig noch ein bisschen größer werden, dann stricke ich halt wirklich so fast 1,5 Knäuel bis zu der Mitte und dann fange ich an mit den Abnahmen. Ich denke, die meisten von euch wissen ums Prinzip Sophies Shawl und Sophies Scarf, aber für alle Fälle erkläre ich das mal kurz. Also man fängt an einem Ende an, also an einem am Anfang eigentlich. Also man fängt halt hier an an einer der schmalsten Stellen an, mit einer gewissen Anzahl von Maschen und strickt einfach kraus rechts, außer die Ränder. Die Ränder werden im I-Cord gemacht und eine bestimmte Anzahl von Reihen wird eine Masche an einer Seite zugenommen, immer neben dem I-Cord. Und so wächst das Tuch. Man sieht das vielleicht so. Nein, man sieht also bei der halben Version jetzt noch nicht wirklich. Ich weiß jetzt auch nicht. Also ich markiere immer, wann ich die Zunahme gemacht habe, sodass ich die Reihen oder die Rippen hier in Kraus rechts abzählen kann und weiß, wann ich das nächste Mal zunehmen muss. Also das ist auf jeden Fall die Seite, an der ich zunehme. Also ist das Tuch oben jetzt von hier aus gesehen oben gerade und geht jetzt nach unten, wird nach unten immer breiter. Ja, bis ich dann irgendwann die Mitte erreicht habe und dann macht man wieder an der gleichen Seite also wieder jede x-te Reihe eine Abnahme, so dass das Tuch halt symmetrisch dann immer schmaler wird, bis man irgendwann auch wieder an so einem anderen gegenüberliegenden Ende angekommen ist. Ja, und ich finde, dass dieses Garn, ich wollte eigentlich aus Heavy Merino von Knitting for Olive das Ganze stricken, aber dann dachte ich, dass dieses Garn, also Blueface Leicester, eigentlich wunderbar für Tücher geeignet ist, weil Blueface Leicester ist ja so ein bisschen seidig, also ist reine Wolle, Non-Superwash.
und ungefärbt. Ja, und Blueface Leicester ist ja so ein bisschen seidig und ja, irgendwie so ein bisschen schwerer. Also nicht so unangenehm schwer, sondern hat so ein eigenes Gewicht irgendwie. Also ein bisschen mehr eigenes Gewicht als fluffig gesponnene andere Wollen vielleicht. Ist sehr warm und nach dem Waschen ja, flufft die Wolle noch so ein bisschen auf, sodass die eventuellen noch vorhandenen Zwischenräume hier oder ja, so ja, Zwischenräume kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich finde das Tuch, also so von der Festigkeit her momentan wirklich super. Die Wolle ist natürlich frisch verstrickt, nicht gewaschen. Das heißt, sie ist noch nicht so fluffig, aber das wird sie. Ich habe schon mehrere Sachen aus BFL Fleece Decay von West Yorkshire Spinners gestrickt und die sind dann weicher geworden und noch so ein bisschen, also die Zwischenräume zwischen den Maschen wurden dann so aufgefüllt, so ein bisschen, weil das Garn, man sieht, dass hier so, ja, noch so flauschig ist. Irgendwas wollte ich dazu gerade sagen. Noch, ja, weiß ich gar nicht mehr. Außer vielleicht, diese Wolle gibt es auch in meinem Etsy-Shop. Die Adresse des Etsy-Shops ist in der Beschreibung wie immer zu finden. Ich habe die Wolle in dieser Farbe, also in dunkelbraun, in hellbraun. Ja, die unterscheiden sich nicht stark, aber man sieht jetzt schon so den Unterschied. Auch ungefärbt, auch non-superwash. Ja, und in Ecru werde ich die Wolle auch haben. Sie ist aber noch nicht da. Und momentan habe ich von jeder der beiden Farben 10 Stränge drin im Etsy-Shop. Ich könnte das noch ein bisschen aufstocken. Ich finde, das Garn ist, glaube ich, ja, ist auch günstiger insgesamt als Knitting for Olive. Und ich finde, das ist auch wirklich sehr gut geeignet, gerade für Tücher, weil das halt so ein bisschen schwerer ist. Ja, und ein Tuch, gerade ein Tuch, das wie Sophies Shawl so lang gezogen ist und kraus rechts gestrickt ist, nicht zu fest sein sollte, ja, damit er halt nicht so steht, sondern sich trotzdem um den Hals schmiegt oder wie auch immer man das Tuch verwenden möchte. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Für dieses Garn ist eigentlich die Nadelstärke oder Nadelstärken, besser gesagt, bis ja, 4 mm ungefähr ist vorgesehen. Natürlich ist das so eine ungefähre Vorgabe immer auf einer Banderole. Je nachdem, wie fest oder wie locker man strickt, kann man natürlich oder muss man auch dünnere oder dickere Nadeln nehmen. Und ich habe jetzt genauso wie in der Anleitung von Petit Knit angegeben, die 5er Nadel genommen. Und das habt ihr ja gesehen, sieht sehr gut aus, passt sehr gut zu dem Garn. Ja, ich habe dieses Garn auch schon mit 3,5 verstrickt und mit 4 und mit 4,5 und jetzt mit 5 und das ist ein so vielseitiges Garn. Und das ist also für mich überhaupt nicht kratzig. Für meine Tochter auch überhaupt nicht kratzig. Ich glaube, das ist also für alle, die Wolle tragen können, grundsätzlich Wolle, auch Non-Superwash Merino Wolle aus Deutschland zum Beispiel oder aus Spanien, wird diese Wolle schön flauschig, warm, angenehm sein. Das war das eine Projekt, das ich angeschlagen habe, nachdem ich aus Kopenhagen zurück bin. Dann habe ich noch was angeschlagen, habe ich ja gesagt. So, und zwar aus diesem Garn. Das habe ich in Kopenhagen gekauft. Das ist Mondim von Retrosaria Rosa Pomar in Farbe M77. Ja, das sieht dann halt im Knäuel so aus. Sieht ja auch schon fancy in Neudeutsch aus. Da war ich sehr gespannt zu sehen, wie sich das in einem ja, Pullover oder einem größeren Kleidungsstück verstrickt, weil ich glaube, also ich habe Maschenproben oder so, so kurze Pröbchen halt auf Instagram von Retrosaria Rosa Pomar gesehen, aber das ist natürlich nicht wirklich aussagekräftig, weil je länger die Runden oder die Reihen, umso anders kann halt diese Färbung ausfallen. Ja, das ist ja ein kommerzielles Garn, kein handgefärbtes Garn, soweit ich weiß. Ja, Non-Superwash, 100% Merino, das kennt ihr vielleicht auch schon.
385 Meter auf 100 Gramm, 100%, Entschuldigung, mein Hund meldet sich, er möchte beteiligt werden, 100% portugiesische Wolle, ja, eigentlich als Sockengarn gedacht, soweit ich weiß. Viele stricken auch Socken daraus. Ich stricke eigentlich ausschließlich Kleidung daraus, weil die Socken, die ich daraus gestrickt habe, nicht lange gehalten haben, was ich nicht dem Garn anlaste. Es ist halt Non-Super Wash, 100% Wolle, relativ dünn, sondern also ich habe halt gehört, dass je fester man die Socken strickt, umso länger halten sie. Aber ich habe normal fest gestrickt, also nicht locker, sondern normal fest, wie ich Socken halt so stricke. Und sie haben wirklich, wirklich nicht lange gehalten. Ich habe vielleicht 3-mal getragen. Ich denke einfach nur, dass meine Trageweise und dieses Garn als Wollgarn oder als Sockengarn nicht zusammenpassen. Als Kleidungsmaterial das klappt es zwischen mir und diesem Garn sehr, sehr gut. Ich habe schon verschiedene andere Sachen daraus gestrickt und deswegen wollte dieses Garn auch haben, um für mich und meine Tochter was zu stricken. Und ja, das mache ich jetzt. Ich habe für mich, natürlich bin ich mitten in einer Reihe, ich habe für mich ein Cardigan angeschlagen. Ich versuche es mal zu zeigen. Ja, ich bin nicht so weit gekommen, aber vielleicht vom Rücken her. So, ich habe ein Cardigan angeschlagen. Sieht noch sehr mickrig aus, aber ich habe auch eine zu kurze Nadel dran. Und ich finde das total cool, wie das aussieht. Ja, also sieht total lustig aus. Sieht also ein bisschen aus, als wäre das Garn handgefärbt. Ja, dadurch, dass die Übergänge völlig unregelmäßig sind. Nicht Übergänge, sondern so verschiedene Farbplatscher hier völlig unregelmäßig sind. Ja, und zwar stricke ich diesen Cardigan nach meiner First Impression Blouse Anleitung, aber als Cardigan. Ja, habe ich die gleiche Maschenprobe? Nein, ich habe nicht die gleiche Maschenprobe. Die Maschenprobe an meiner First Impression Blouse, ich werde sie hier einblenden, ist 21,5 und hier bin ich bei fast 26, also 25, 26 Maschen. Also bin ich eine Größe größer gegangen in meiner Anleitung und ja, entwerfe jetzt quasi unterwegs die Cardigan-Anleitung, ausgehend aber aus meinen Berechnungen für die First Impression Blouse. Die Zunahmen werden ein bisschen anders sein, aber ich habe zum Beispiel die verkürzten Reihen ähnlich gemacht wie in meiner First Impression Blouse. Ja, ich mache immer eigentlich verkürzte Reihen, weil ansonsten sitzt das nicht bei mir. Ich habe mit einer anderen Farbe angeschlagen. Also ich habe einfach nur mit Weiß angeschlagen, auch von Mondim. Also Mondim. Das ist so ein wunderbares Weiß. Ich glaube, es ist einfach ungefärbt. So, einfach weiß. Aber das ist so natürliches Weiß. Das ist die Nummer 100 bei Ihnen. Und irgendwie gibt es da immer wieder ja, so Lieferschwierigkeiten für diese Farben. Ja, für diese Farbe. Ich habe aber mehrere Knäuel davon und bin sehr glücklich darüber. Und ich werde damit Bündchen machen mit Weiß. Ja, und hier habe ich Italienisch angeschlagen. Heißt das richtig so? Ja, ich glaube, Italienisch heißt das. So dass, der Cardigan halt so ein bisschen filigraner ist. Dann habe ich einige Runden 1x1 Bündchen gestrickt und dann zu diesem Garn gewechselt und werde dann halt an den Handgelenken und unten am Körper auch weiße Bündchen machen. Und ich überlege mir auch den Cardigan nicht eng anliegend, aber trotzdem tailliert, also geformt quasi, an meinen Körper zu stricken und ja, wie gesagt, einfach nur während des Strickprozesses anzupassen. Ich habe zum Beispiel mich auch noch gar nicht ausgemessen, was die Länge bis zu der Taille angeht. Das muss ich noch ausmessen bei mir, die Taillenbreite. Wie gesagt, das wird nicht
oder die Idee ist, also wie das wird, weiß man noch nicht. Aber die Idee ist, dass ich zwar nicht eng anliegend, aber schon so ein bisschen tailliere und dann wieder ein bisschen breiter mache, damit ja nicht so viel Stoff am Rücken ist zum Beispiel, um den Bauch, um die Taille herum. Das sieht dann ja nicht so gut aus. Dann muss ich mit meinen Körperformen den Cardigan immer offen tragen, weil ansonsten ist halt um die Taille und Bauch rum einfach zu viel Stoff am Rücken insbesondere. Und das möchte ich nicht, also werde ich versuchen, eine Taillierung reinzubringen. So, das ist mein zweites Projekt, das ich nach Kopenhagen oder im direkten Bezug zu Kopenhagen angeschlagen habe. Das dritte Projekt, wo ist das? Da ist es. Man sieht, ich habe schon keine Projekttaschen mehr. Ich nutze schon diese Säckchen, die ich normalerweise auch zum Versand von Wolle nutze, als ja, Strickprojekttaschen. Aber okay. So, und zwar stricke ich wieder nach meiner eigenen Anleitung, wandle sie, nee, bisher noch nicht ab, glaube ich. Ja, also minimal habe ich sie abgewandelt. Und zwar stricke ich glaube, ich habe das in dem Kopenhagen-Vlog erwähnt, dass ich es dort direkt anschlagen wollte und dann mich halt zurückhalten konnte. Ich stricke, ja, man sieht überhaupt nichts eigentlich, tut mir leid. Das ist erstens eine zu kurze Nadel, zweitens ja, bin ich noch nicht weit genug. So, auf jeden Fall stricke ich aus 2 Fäden Soft Silk Mohair. Das ist diese Farbe. Dieses Garn habe ich auch in Kopenhagen bei Knitting for Olive gekauft. Und das ist die Farbe. Das ist natürlich doof. Ich habe jetzt hier die Banderolen gar nicht. Ich meine, das ist Soft Silk Mohair in Brown Nougat. Die Nummer weiß ich gar nicht. Haben Sie Nummern? Weiß ich jetzt nicht. Aber ich schreibe das rein. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es Brown Nougat ist. Und ich habe jetzt 2 Fäden von diesem Brown Nougat genommen. Ja, sieht man hier. Und stricke nach meiner Anleitung einen leichten Pullover. Einen leichten, aber warmen. Mit dickeren Nadeln. Dickere Nadeln? Nee. Ich glaube, da sind keine dickeren Nadeln. Mit 4er Nadeln, genau. Nach meiner Anleitung stricke ich zumindest mit meiner Maschenprobe mit der 3,75er Nadel. Und hier habe ich jetzt die 4er Nadel genommen, weil ich dachte, irgendwie sieht das gut aus. Ja, und ich stricke jetzt einfach nach meiner Anleitung einen sehr leichten und sehr warmen Pullover. Ich wollte schon lange einen Pullover ausschließlich aus Silk Mohair stricken und ja, habe auch zwischendurch mal was anderes angefangen, aber irgendwie war mir das, also war ich nicht überzeugt von der Anleitung und da war mir ja, so Seidenmohair zu schade, weil das lässt sich ja nicht so gut ribbeln. Ja, deswegen dachte ich, nee, irgendwie sollte ich überzeugt sein, dass das funktioniert, dass die Maße passen und so weiter. Und ja, jetzt habe ich eine Anleitung, wo die Maße perfekt passen. Und deswegen habe ich jetzt angeschlagen. Ja, und ja, sowas wie ein Herzchen. Viel habe ich noch nicht, aber ich wollte es unbedingt anschlagen. Ja, ich sage ja, ich habe Anschlageritis. Und das habe ich angeschlagen, an einem Tag gestrickt und dann wurden andere Sachen wichtiger. Und jetzt liegt das ein bisschen da, aber also das fühlt sich so an, das ist so weich. Dieses Silk Mohair von Knitting for Olive ist halt so, so schön. Ich muss mal schauen, ob in meinem Vergleich, also meiner Auswertung von Seidenmohairen Soft Silk Mohair auch drin ist. Ich glaube schon. Aber ich empfinde das jetzt ja als wirklich sehr weich und sehr leicht. Ich glaube, das habe ich früher nicht so empfunden. Ja, gut, der Körper gewöhnt sich ja auch dran. Weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist. Vielleicht könnt ihr das auch, oder ihr seid gerne eingeladen, das in den Kommentaren zu schreiben. Bei mir habe ich die Entwicklung in den letzten Jahren bemerkt, in denen ich immer mehr so zu Non-Superwash-Garnen gekommen bin und auch immer mehr zu so rustikaleren, griffigeren, wolligeren Garnen gekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich immer weniger kratzempfindlich bin.
am Anfang habe ich Silk Mohair noch als, jetzt nicht unbedingt total kratzig, aber schon, also ich habe halt die Mohair Härchen schon an der Haut als Mohair gespürt, aber jetzt mittlerweile ist das für mich einfach nur weich. Bei so Garnen wie Plötulopi, da dachte ich am Anfang, als ich zum ersten Mal Plötulopi angefasst habe, dachte ich auch, boah, das werde ich nie am Körper tragen können. Das kann ich jetzt, wenn die Temperatur passend ist. Und beim Stricken finde ich das sogar angenehm. Das ist jetzt grundsätzlich so, dass ich beim Stricken so Garne wie Mondim oder gut, Plötulopi stricke ich jetzt nicht so oft, aber ähnliche Garne wie Mondim, also griffigere Garne, als angenehmer finde als zum Beispiel glatte Garne wie Seide und Wolle Gemische, mit denen kann ich gar nicht mehr stricken. Sie rutschen mir einfach irgendwie so im Vergleich zu den anderen Garnen, mit denen ich halt lieber stricke. Das ist auch so ein kleines Problem mit den Sockengarnen. Die sind ja auch mit Polyamid und häufig auch natürlich gibt es auch kratzige Sockengarne, aber viele, also gerade handgefärbte, sind es natürlich nicht. Und ja, da empfinde ich das als weniger angenehm, damit zu stricken. Als Socke finde ich das schon okay, aber wer strickt denn die Socke, wenn nicht ich? Naja, das waren jetzt 3 Projekte und ja, das wollte ich 3 Projekte zeigen. 1, 2, ach nee, ja, weiß ich nicht. Ich zeige noch was ich gestern angeschlagen habe. Das ist das hier. Das ist auch eine Überleitung zu dem letzten Punkt, den ich heute ansprechen wollte. Dann spreche ich ihn jetzt an, weil die Überleitung passt. Also, ich habe gestern aus dem Garn von Woolly Knit, das ist British Wool von ihnen, ja, wie man sieht auf Krone, habe ich etwas angeschlagen. Ja, also ich habe jetzt einfach 120 Maschen genommen hier für das Bündchen. Das ist ein 1x1 Bündchen und das müsste mir passen. Ja, das dehnt sich ziemlich gut. Das ist mit der Dreiernadel gestrickt, glaube ich. Und ich würde dann im weiteren Verlauf zu der 3,5 mm Nadel wechseln. Und zwar wollte ich mir etwas stricken, wovon ich schon sehr lange träume. Ja, ich trage ja im Alltag, dadurch, dass ich halt häufiger ja, quasi aufspringen und loslaufen muss, entweder mit dem Hund oder um das Kind abzuholen oder um das Kind irgendwo hinzubringen oder zur Tür, weil ich ja im Homeoffice arbeite und so weiter, trage ich häufig entweder eine Leggings oder ein Kleid mit einer blickdichten Strumpfhose, einfach nur weil es kuscheliger ist. Ich friere auch recht schnell, vor allem weil ich viel sitze natürlich beim Arbeiten. Und so, wenn man halt unten sowas eng anliegendes trägt, bin ich ja keine 20 mehr. Also trage ich oben nicht nur ein Pullover zum Beispiel, sondern noch irgendwas, also eine Schicht quasi, die noch meine Hüften abdeckt, damit ich nicht wie eine 20-Jährige rumlaufe. Und ja, ich trage mich schon seit langer Zeit damit rum, dass ich mir ein paar Tuniken stricken möchte, die aber natürlich zu den Schuhen passen sollen, weil die Tuniken hier unter der Jacke zum Beispiel zu sehen sind, was ja auch okay ist. Oder ich wollte mir sowas kaufen, habe aber sowas nicht mehr gefunden. Also ich habe wirklich das ganze Internet abgesucht, soweit meine Zeit es mir erlaubt, aber weder keine Kleidchen noch, weder Kleidchen noch Tuniken noch irgendwas Passendes gefunden, so aus Stoff, was mir irgendwie zusagen würde. Ich trage sowas im Moment auch, ja, aber das ist halt gestreift, das passt natürlich nicht zu allem. Das sieht man so. Sowas wollte ich halt auch ohne Ärmel, damit ich das bequem unter Pullovern tragen kann, die lange Ärmel haben. Ja, und zwischendurch wollte ich halt eigene Tuniken stricken, damit ich sie über Langarm-Shirts tragen kann. Ja, also ich habe halt die Idee, einfach nur irgendeine Schicht mit kurzem Arm, mit langem Arm, nee, immer mit kurzem Arm, genau, mit kurzem Arm
Aber entweder zu stricken oder zu kaufen aus ja, so einem Nähstoff, sage ich mal. Und habe nichts gefunden. So, deswegen habe ich mir gestern was angeschlagen und wieder nicht weitergekommen. Irgendwie weiß ich nicht, irgendwie scheitere ich immer wieder daran. Zwischendurch, also tut mir leid, das ist jetzt eine etwas verworrene Erzählung, weil vielleicht weil ich das an der falschen Stelle mache gerade, weil ich mir das eigentlich fürs Ende aufgespart hatte. Aber jetzt mache ich es trotzdem jetzt. Ja, also habe ich vor ein paar Tagen gedacht, okay, wenn es anders nicht geht, dann muss ich halt Stoffe kaufen und mir diese Tuniken oder diese Kleidchen nähen lassen. Ich habe auch eine gute Bekannte, die näht, und dann dachte ich, okay, dann bitte ich sie, mir die zu nähen, und statt dafür, also nicht statt, sondern dafür stricke ich für sie irgendwas oder ich revanchiere mich irgendwie anders. Weil, also ich habe jetzt nicht direkt gedacht, okay, dann kaufe ich mir Stoffe und lasse mir das von professionellen Näherinnen nähen, weil oder meine Vorstellung, wenn man bei Freunden und Bekannten sowas in Auftrag gibt, dann kann man das mehr beeinflussen. Ja? Dann ist man häufiger da, dann kann man mehr beeinflussen, wie es dann am Ende aussieht. Und ich bin, glaube ich, schwer zu benähen, auch zu bestricken. Deswegen stricke ich selber. Ja, und um Stoffe zu kaufen, war ich bei Meterweise in Bielefeld-Altstadt. Ein sehr schöner Laden. Ich meine, ich habe ihn schon mal erwähnt, irgendwann in einer der früheren Folgen. Und die nette Mitarbeiterin, hallo Heike, hat mich erkannt. Also in einem Nähladen habe ich echt, oder Stoffladen habe ich echt nicht erwartet, erkannt zu werden. Und habe ihr lang und breit erklärt, wofür ich meine Tuniken brauche und aus welcher Art von Stoff sie sein sollen. Und dann meinte ich zwischendurch, ja, ich stricke ja viel und trage dann Pullover und möchte, dass dieses Kleidchen oder diese Tunika dann halt also unter dem Pullover so halt die wichtigen Stellen noch abdeckt. Dann meinte sie, ja, ja, ich weiß, Sie sind ja gerade aus Kopenhagen zurückgekommen. Also ich war wirklich baff. Ja, wie gesagt, dann war ich halt dort, habe mich beraten lassen, war sehr gut aufgehoben in dem Stoffeladen und habe mir 3 Stoffe gekauft. Die zeige ich jetzt, einfach nur der Vollständigkeit halber. So, sie sind alle 3 relativ dunkel. Ich hoffe, meine künstliche Beleuchtung hier gibt irgendwie annähernd das wieder, wie sie wirklich aussehen. So, das ist der erste Stoff. Ach doch, sieht man ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig zeige. Es gibt ja eine Richtung, in der geschnitten und genäht wird. Ich kann übrigens gar nicht nähen, beziehungsweise, ich sage was dazu gleich. Ja, das ist der eine Stoff. Das ist 100% Viskose, soweit ich mich erinnern kann. Ein sehr schöner, leichter, fließender Stoff. Dann habe ich noch einen Viskosestoff. Der sieht so aus, mit Love, also mit Buchstaben, die das Wort Liebe in Englisch ergeben. Auch fließend leicht, aber füllig, nicht aber, sondern also genau das Richtige für meine Ziele. Soll ja unterm Pullover sein. Und ein Leinenstoff habe ich mir gekauft. Gut, das brauche ich gar nicht komplett aufzumachen. Ist halt einfach nur dunkelgrau. Einfach nur Leinen, also einfach in Anführungszeichen. Da waren noch so ein bisschen Reste quasi. Also ein relativ fester Leinenstoff, finde ich sehr schön. Leinen finde ich also grundsätzlich schön. Das könnte vielleicht auch ein Kleidchen werden, das man nicht so unbedingt drunter trägt. Vielleicht aber doch. Ja, also davon habe ich ein paar Zentimeter mehr genommen, damit man da auch ein bisschen mehr draus machen kann. Alles soll kurzarm sein. Ja. Ja, also habe ich diese Stoffe gekauft, bin nach Hause gekommen, mit dieser Bekannten nochmal telefoniert, und sie hat mir mitgeteilt, dass sie sowas nicht näht.
Ich hoffe, ihr habt jetzt gelacht. Ich habe überhaupt nicht gelacht, weil ich dachte, ja, ganz toll. Wer soll denn jetzt diese Stoffe vernähen? Ähm, ja, das ist eine offene Frage nach wie vor. Wenn ihr Ideen habt, gerne Ideen mitteilen. Meine einzige Idee, die aber für mich kaum umsetzbar ist, war, dass ich bei Meterweise einen Nähkurs mache und im Rahmen des Kurses zumindest einen dieser Stoffe zu einem Kleid verarbeite, ja, also unter fachkundiger Unterstützung und so. Das würde ich gerne machen. Ich wollte tatsächlich auch mal einen dieser Kurse besuchen, um mir Bettwäsche zu nähen aus Leinen. Ja, das beißt sich so ein bisschen mit meinen mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, so im Alltag. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich dieses Kleid haben möchte. Ja, ich will ja nicht irgendwie durchschneiden, in der Mitte, also keine Ahnung, zusammen an den Rändern zusammennähen, in der Mitte einen Halsausschnitt machen und dann quasi reinrutschen, sondern das soll ja erstens, muss man den Schnitt machen, alles, keine Ahnung, versäubern. Ich weiß nicht, ob ich das in die richtige Richtung überhaupt erzähle. Und so weiter, also die ganzen Nähte ausschneiden, Nahtzugabe und so weiter, das würde ich ja dann im Kurs lernen. Was mir die meisten Sorgen macht, aber bei der Vorstellung, sowas selber zum Nähen oder zu lernen, ist der Reißverschluss, weil dadurch, dass die Tuniken, die Kleider, ja, an meine Körperform angepasst werden, die Stoffe dehnen sich ja nicht, also muss ein Reißverschluss rein an irgendeiner Stelle, entweder am Rücken oder an der Seite. Und ich weiß, dass Reißverschlüsse reinzunähen, sauber reinzunähen, wirklich keine leichte Sache ist. Ja, also sitze ich da und weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich weiß nicht. Habt ihr Ideen, was man damit machen oder wie man es machen kann? Also wie überwindet man diese Angst? Oder ich weiß nicht, wie kann ich so machen und aus den Stoffen sind Kleider geworden? Ja, Hilfe. Okay, das war dieses Thema. Dann haben wir mein Thema mit der Anschlageritis. Um mein Problem mit der Anschlageritis zu bekämpfen, habe ich Folgendes überlegt. So eine Art, ein Spiel oder eine Interaktion für euch. Ich habe 3 Projekte rausgesucht, bei denen ich ja, nicht ganz am Anfang bin und möchte euch bitten, in den Kommentaren zu schreiben, welches dieser 3 Projekte ich als erstes monogam zu Ende stricken soll. Monogam in einer etwas ganz leicht relativen Form, im Sinne, dass ich also an diesem Projekt monogam stricke, aber wenn ich unterwegs bin und dieses Projekt nicht mitnehmen kann, was ich glaube für alle diese Projekte zutrifft, dass ich dann was anderes machen darf. Ja, aber zu Hause monogam dieses Projekt fertig stricken. Das wäre meine Bitte an euch, das in den Kommentaren zu schreiben. Und die Projekte, das sind andere, als die ich schon gezeigt habe. Die Projekte zeige ich gleich. So, das kommt gleich. Wir fangen mit dem Pullover für meine Tochter an. Ich habe das Projekt schon gezeigt. Ich habe das vor der Abreise nach Kopenhagen angeschlagen und recht schnell weit gestrickt und ja, werde jetzt abgelenkt von anderen Projekten. Das ist ein Raglan-Pullover mit einer leichten Abwandlung. Also die Raglan-Zunahmen fangen erst hier an. Hier sind Rundpassenzunahmen drin, damit man nicht ganz so schmal startet wie, ja. Jedenfalls ist das einfach nur ein relativ einfacher Raglan-Pullover mit so ein bisschen Strukturmuster, auch ganz einfach. Ich bin schon beim Körper recht weit, also das ist hier Broken Rib, also Broken Rib, also so ein gebrochene 1x1 Bündchen oder Rippenmuster. Sieht man nicht. Aber das Coolste war ja bei diesem Pullover, dass ich, hier, das ist Blueface Leicester Fleece Decay in Fellside, in Farbe Fellside. Und das ist auch BFL von Rooster Yarns.
das ich ungefärbt gekauft hatte und mit meiner Tochter und Karina hier aus Bielefeld, eine Handfärberin, die aber keinen Job hat, also die verkauft nicht, sie färbt nur privat. Aber sie hat mir netterweise gezeigt, wie sie färbt, und meine Tochter und ich haben dieses Garn gefärbt. Und das passt aber perfekt zu Fellside von West Yorkshire Spinners. Ja, also stricke ich halt diesen Pullover. So, und das wäre eins der Projekte von diesen 3, wo ich euch bitten würde, ja, euch zu merken, welche das sind. Ich weiß ja auch gar nicht wie soll ich es nennen. Ich nenne das mal Fellside Pullover, oder? Ich nenne das erstmal so Arbeitstitel Fellside Pullover, schreibe ich hier, damit ihr euch nichts merken müsst eigentlich. Ja, für meine Tochter. Die Ärmel, also ein bisschen was vom Körper. Entschuldigung, ich bin wieder so ein bisschen springen, ein bisschen wieder, weil ich mich beeilen muss. Ich muss also noch ein bisschen Körper stricken, dann Bündchen und dann die Ärmel. Die Ärmel sind glatt rechts. Ja, und ich werde sie wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich nur in einer Farbe stricken und das mit dem BFL von West Yorkshire Spinners bleibt nur oben so. Vielleicht mache ich unten ein Bündchen am Ärmel, so, ich weiß noch nicht genau. Ja, also so, ihr merkt, sobald man anfängt, über ein Strickstück nachzudenken, verlangsamt sich das Stricken. Aber wenn ihr diesen Pullover auswählt, Fellside Pullover, stricke ich den schnell fertig. So, das ist ein Projekt, das ich zur Auswahl habe. Das zweite ist mein Maxim-Sweater von Paula Strickt. Hier bin ich mit dem Körper fertig. Fast. Also der Kragen ist noch nicht fertig. Ja, das ist meine Version. So, mit dem Körper fast fertig. Ich bin gerade am Kragen und hier müssen noch Ärmel dran. Das stricke ich aus Knitting for Olive, Heavy Merino und der Rerum Natura Ulis. Alles wird unten verlinkt sein. So, das ist Maxim Pullover von Paula Strickt für mich. Ihr seht, auch hier habe ich eigentlich nicht sehr viel zu tun, außer die Bündchen bei diesem Pullover sind alle halb patent. Ja, und das dauert ewig. Aber man muss da durch, weil das schön aussieht. Zweites Projekt zur Auswahl. Das dritte Projekt zur Auswahl ist, habe ich hier diese Sweet Shop Decke von Laura Penrose, die ich aber nicht für uns stricke. Ja, ich stricke ja eine für meine Tochter, da bin ich recht weit schon. Aber ich stricke auch eine als Geschenk für den Sohn, für den kleinen Sohn einer guten Freundin, die ich ganz selten sehe. Und deswegen habe ich es noch nicht geschafft, irgendwas Gestricktes dem Kind zu schenken. Das Kind ist letztes Jahr geboren und ich bin immer noch am Stricken. Ja, und ich fange immer wieder neue Sachen an und irgendwie beende ich sie nicht. Ja, wie bei vielen anderen Sachen, die ich auch für mich und für meine Tochter stricke. Jedenfalls, ich habe nur 3 Quadrate gestrickt, aber ich stricke hier größere Quadrate als in der Anleitung angegeben. Gut, die Anleitung ist tatsächlich so geschrieben, dass man quasi beliebig große Quadrate stricken kann. Sie gibt also nicht nur die Anzahl der Maschen vor oder an, sondern beschreibt auch, wie man oder was man ändern müsste, wie man was modifiziert, wenn man eine größere Anzahl von Maschen hat. Ja, und so habe ich hier keine 45 Maschen. Ja, also die höchste Anzahl bei ihr sind 45 Maschen, bei mir sind es 49, was jetzt nicht signifikant größer ist, aber schon ein bisschen schneller geht. Ja, und ich müsste eigentlich, also ich stricke zuerst quasi einen Streifen aus Quadraten, also beim dritten Quadrat bin ich schon, dann würde ich noch 3 weitere stricken und dann würde ich halt hier, also den Rest quasi nach oben und nach rechts wieder machen, so dass, also ich glaube 5, ja, also 6 mal 5 wären das, also insgesamt 30 Quadrat. Ich habe also einiges zu tun. Das ist Sweet Shop Blanket, schreibe ich auch hier drunter, beziehungsweise hier direkt ins Video.
ihr könnt auch das angeben als das Projekt, das ich schnell zu Ende stricken soll. So, also ich brauche eure Unterstützung. Schreibt mir bitte, was ich als erstes monogam fertigstellen soll. Ich gehe nochmal durch. Failside Pullover für meine Tochter, Maxim Sweater für mich oder Sweatshop Blanket für die gute Freundin bzw. ihren Sohn. Ich hoffe sehr auf eure Unterstützung. So, das waren die Pflicht-Kapitel in dieser Folge. Ach, übrigens, habe ich nicht eine süße Tasse? Das habe ich mir bei Jana von Finnish Knitting Stories abgeguckt. Das sind ja so Mumientassen, die viel zu teuer sind in Deutschland. Sie sind ja mega teuer. Ich habe mir deswegen auch nur eine gekauft. Aber sie repräsentiert so ein bisschen mein Leben halt. Ach ja, genau, hier ist der Hund. Hier bin ich. Also so sehe ich mich. Hier bin ich, hier bin ich, hier ist mein Kind. So, das war das Pflichtprogramm. Jetzt gehen wir zur Unterhaltung über. Jetzt könnt ihr euch zurücklehnen und einfach zuhören und zuschauen. Es geht um Bücher, um Strickbücher. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen was eingekauft und ein bisschen was zugeschickt bekommen. Ich zeige, was ich alles habe, aber nur ein Buch werde ich heute besprechen und die anderen kommen dann nach und nach. So, ich habe jetzt von Mailis in Hamburg, das ist ja ein Garnshop, dieses Buch bestellt. Das ist Sarg von Kate Davis und Tom Barr und hier gibt es wirklich sehr viele schöne Projekte. Ich wollte mir schon einige dieser Anleitungen kaufen und dann habe ich gesehen, die gibt es als Buch auch in Deutschland zu kaufen. Und deswegen habe ich das halt als Buch auch gekauft. Diesen Pullover finde ich auch sehr schön. Ja, also eigentlich die meisten Pullover aus diesem Buch finde ich sehr schön. Genau, ich wollte ja dieses Buch gar nicht durchgehen. Ich mache das mal an einer anderen Stelle. Dann habe ich dieses Buch bekommen. Das ist Nitas Almanach von Elisabeth Zimmermann. Ja, das war ja das ist quasi die Erfinderin in Anführungszeichen von Rundpassen-Pullovern, beziehungsweise von irgendwie so einfachen Strickmethoden, wie man, ja, ich glaube genau, am Stück zum Beispiel Pullover strickt, nicht nur Rundpasse. Weiß ich nicht, ob sie auch das mit Raglan gemacht hat. Und das, wie auch immer, das Buch habe ich nur gekauft, das werde ich Vielleicht werde ich es vorstellen, nicht unbedingt. Also wenn ihr denkt, ihr wollt wissen, was da drin ist, sagt Bescheid in den Kommentaren, dann stelle ich es auch mal vor. Aber ich habe das Buch eigentlich nur gekauft, weil erstens weiß ich, dass Elisabeth Zimmermann sehr schön schreibt. Also sie schreibt so wirklich so, als würde sie mir eine E-Mail, damals gab es noch keine E-Mails, einen Brief schreiben, als wäre ich eine Freundin. So schreibt sie in in diesem Buch zum Beispiel auch. Ja, sie schreibt, dann schreibt sie, ach, was ich oben vergessen habe, und dann schreibt sie weiter. Also wirklich, als wäre das ein Brief. Vielleicht ist das auch ähnlich entstanden. Ja. Jedenfalls, wo ist denn das, was ich eigentlich so als Hauptidee? Genau, das war das Ausschlaggebende für mich, das Buch zu bestellen, wie man auf eine ganz einfache Art und Weise runde Tücher oder Decken strickt. Weil ich finde runde Tücher und Decken am schönsten bisher. So, das habe ich. Dann habe ich noch das Buch Maske strickt, auch selbst gekauft. Auch von Stiebner Verlag, Der Weg zur perfekten Form von Claudia Eisenkolb. Ich habe mich noch nicht in dieses Buch eingearbeitet. Ich habe nur ganz kurz reingeguckt in dem Raglan-Kapitel, und das, was da drin stand, passte nicht so gut zu dem, was ich im Kopf hatte. Also habe ich mich halt einfach nur unabhängig vom Buch hingesetzt und diese Art von Zunahmen ja, für meine Tochter entworfen, nach meiner eigenen eher geometrischen Vorstellung, würde ich vielleicht sagen. Aber ich werde mich diesem Buch auf jeden Fall in der
nächsten Zukunft irgendwann widmen und euch das Buch danach auch vorstellen, ja, weil ich möchte das jetzt nicht irgendwie schnell durchgehen. Das Buch ist eher eine Art Lehrbuch, wie man verschiedene Arten von Pullovern entwirft oder anpasst, ja, also es gibt verschiedene Modelle, zeige sie einfach nur. Und mit Hilfe dieses Buches, so jedenfalls die Idee, kann man für sich selbst mit beliebigem Garn eine beliebige hier angegebene Form entwerfen, sodass der Pullover perfekt an den Körper passt oder zu der Körperform passt. Dem Buch muss man sich aber schon zeitintensiv widmen, oder was ich noch nicht machen konnte, weil ich andere Sachen vorgezogen habe. Aber irgendwann demnächst werde ich es machen. Ich wurde auch von einer von euch per E-Mail angeschrieben gestern und auf dieses Buch hingewiesen, ob ich es dann vorstellen könnte. Und ich hatte das, wie gesagt, seit ein paar Wochen, einem Monat oder so, habe ich das Buch bei mir liegen und wollte das tatsächlich mal machen. Vielen Dank, Britta, für die Erinnerung. Und vielen Dank auch für deine netten Worte in der E-Mail und ganz liebe Grüße an dich und deine Tochter. Ich fand es sehr schön, euch in Kassel auf dem Wollfestival kennenzulernen. Ich finde so spezielle Verbindungen zwischen Tochter und Mutter, die zum Beispiel über so Kunsthandwerk wie Stricken möglich sind, finde ich besonders schön. Ja, die sind, glaube ich, sehr, sehr nachhaltig. Ja. Also, Dankeschön. Ich werde versuchen, das möglichst bald zu machen. Und heute geht es aber um ein anderes Buch, und zwar um dieses hier. Küstenmaschen, eine Strickreise zu den Inseln Schottlands und Schwedens. Das Buch ist von Erika Aberg und erschienen im Stiebner Verlag, und übersetzt wurde das Buch, muss ich gerade mal schauen, von Christine Heinzius aus dem Schwedischen. So, das Buch wurde mir freundlicherweise von Frau Stiebner vom Stiebner Verlag, beziehungsweise vom Stiebner Verlag, zur Verfügung gestellt. Ganz, ganz lieben Dank. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Ja, das heißt, ich habe ein Buch zu viel, und der Stiebner Verlag war so nett, beziehungsweise Frau Stiebner war so nett, und war damit einverstanden, dass ich eins dieser Bücher an euch verlose. Und die Verlosung, also ich schreibe hier Großverlosung, damit, wenn man durchscrollt, man irgendwie sieht, an welcher Stelle es um die Verlosung geht. Die Konditionen für die Verlosung dieses Buches sind, dass ihr jetzt einfach mal den Podcast weiterguckt und schaut, welche Modelle ich vorstelle, beziehungsweise welche Modelle ich zeige, und mir darunter schreibt in den Kommentaren Küstenmaschen und dann den Namen des Modells, das ihr aus diesem Buch stricken wollen würdet. Ja, ich versuche die Namen auch so zu zeigen oder hier zu schreiben alle, sodass sie korrekt in den Kommentaren auftauchen und ich das vielleicht ein bisschen automatisch durch sortieren kann. Ja, also Verlosung. Das Buch geht an diejenige oder an eine von euch. Das wird zufällig ausgewählt. Und zwar Küstenmaschen in den Kommentar schreiben und den Namen des Modells, das ihr stricken wollt. Ihr könnt auch vieles andere reinschreiben. Ich freue mich über alles. Aber wichtig ist, dass das Wort Küstenmaschen und der Name des Modells drin steht. So, und jetzt widmen wir uns dem Buch. Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Wegen dieser besonderen Idee. Ja, ich habe, oder nicht nur wegen der besonderen Idee. Erstens sind natürlich die Bilder der Hammer. Ja, also wenn man das Buch aufschlägt, dann sieht man das. Also für mich ist das ja der Inbegriff der Natur, so eine in Bilder gehauene Repräsentation von Strickliebe. Und dann die Grundidee in dem Buch ist, dass also eine etwas philosophische oder lebensphilosophische,
dass alles aus allem entsteht, dass wir unsere eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind und alles, was wir machen, quasi aus uns heraus entsteht und alles mit allem zusammenhängt und so. Und wenn man, als ich dieses Vorwort gelesen habe, dachte ich, das ist genau mein Empfinden. Ja, also nicht mal meine Denkweise, sondern mein Empfinden in Bezug auf das Stricken. Ich schaue mal, ob ich ein bisschen was davon rausholen kann und so als Zitat vorlesen kann. Ja, genau. Kann man eine Landschaft stricken, einen Duft oder ein Gestein, eine ruhige Melodie, eine Kaffeestunde oder das Gefühl des weiten Meeres vor uns, die Hände tief im Fell eines lieben Schafs und die Füße fest auf einer Klippe hoch über dem Meer, nur begleitet von Vögeln und Wind. Ich wollte das herausfinden und wie ich Orte erlebe, Natur, Farben und Geräusche, Landschaft, Tradition und Ursprung, wie sie das heute beeinflussen, meines und ihres, wie das jetzt allem entspringt, was da ist und was ich in mir trage, wenn ich darauf treffe und so weiter. Ja, also es ist schön, natürlich, philosophisch, entspannt. Ja, also das Vorwort stimmt sehr schön auf das Buch ein. Und das sage ich nicht nur, weil ich das Buch geschenkt bekommen habe. Das sage ich eigentlich überhaupt nicht deswegen. Ich hätte mir das Buch auch gekauft, wenn ich das nicht zur Rezension bekommen hätte. In dem Buch gibt es auch ein Kapitel mit Technik und Tipps, ja, ein kleines Strick-ABC. Aber das ist das ist teilweise natürlich für diejenigen interessant, die noch nicht so viel Strickerfahrung haben. Teilweise sind aber auch Ratschläge für diejenigen, glaube ich, gar nicht verkehrt, die schon länger stricken. Ja, hier geht es zum Beispiel um so Aussagen wie gleichmäßig verteilt. Was bedeutet gleichmäßig verteilt? Wie rechnet man das? Ja, das steht hier drin. Dann wird über Fäden fair und Zusammennähen gesprochen, wie man Maschenstich macht, wie man elastisch abkettet, über Nadeln, über provisorischen Maschenanschlag und so weiter. Also es werden verschiedene Techniken vorgestellt, die auch gar nicht verkehrt sind. Und alles ist natürlich von wunderschönen Bildern begleitet. Viel mit mehrfarbigem Stricken natürlich, aber nicht nur. Es gibt auch ein Kapitel über Wolle. Ja. Da wird grundsätzlich über über Schafvlies gesprochen. Vlies heißt das. Und über die Schafrassen, von denen die Wolle für die Modelle verwendet wurde, die in diesem Buch auftauchen. Die Autorin hat auch geschrieben, dass sie eigentlich am liebsten mit Wolle strickt und warum sie das tut. Das ist ja bei mir auch so, ich stricke am liebsten eigentlich mit Schafwolle und das tue ich aus dem gleichen Grund, warum sie das tut. Und sie schreibt, ich ziehe Wolle vor, weil ich sie gut kenne und sie sich auf der Haut gut anfühlt. Ja? Und dann schreibt sie auch über über die Natürlichkeit des Materials, dass die Tiere nicht gequält werden, dass das Material nachhaltig und, wie heißt das, also gut hält, also haltbar ist, dass Wolle auch Feuchtigkeit abweisend ist und auch ein schönes Mikroklima auf der Haut entstehen lässt und so weiter. Ja, es werden hier verschiedene Schafrassen beschrieben, zum Beispiel Finnschaf, Hebridien, Shetlandschafe und so weiter, auch Merino-Schafe. Zum Beispiel habe ich hier erfahren, das wusste ich bisher nicht, dass die Merino-Schafe eigentlich aus Spanien stammen und sich erst später im 18. Jahrhundert auch bis nach Australien, ausgebreitet haben und im Moment ungefähr 60% der Schafwolle aus Australien kommt, ja. Aber grundsätzlich kommen Merino-Schafe aus Spanien. Fand ich sehr schön. Ich mag auch spanische Merino sehr gut. Und dann geht es im Buch an unterschiedlichen Stellen das Buch ist dann in 4 weitere Kapitel gegliedert und in jedem der Kapitel wird eine Insel beschrieben, zu der die Autorin einen besonderen persönlichen Bezug hat
Und sie schreibt kurz halt über die Insel, darüber, welche Schafe, welche Stricktraditionen auf dieser Insel herrschen. Unter anderem beschreibt sie auch über die äußeren Hebriden, dass Harris Tweed von dort kommt, beziehungsweise nur von dort. Ansonsten ist das kein Harris Tweed. Und ja, wie das dort gehandhabt wird mit dieser Tradition, war für mich auch eine interessante neue Information. Und dann gibt es zu jeder Insel bestimmte von der Insel und der Natur dieser Insel und den Menschen inspirierten Strickstücke, die sie dann halt vorstellt. Und ich zeige euch einige, aber nicht alle. Ach ja, bevor ich was zeige, es gibt in dem Buch 20 Anleitungen, davon 3 Loops, also Halswärmer, 3 ja, so Handschuhe, Fingerlinge, fingerlose Handschuhe Projekte, 5 Pullover, 3 Strümpfe, Sockenpullover, ja genau, 3 Strümpfe bzw. Sockenprojekte, ein Polunder, 2 Tücher, eine Mütze, ein Kannenwärmer und eine Strickjacke. So, und ich zeige, wie gesagt, ein paar Sachen und sage dann, welche mir besonders gut gefallen haben und welche ich auf jeden Fall nachstricken werde. So, dann schauen wir mal. Wie heißt das? Loop Headland. Ich schreibe das hier. Also Loop Headland sieht so aus. Das ist, ja, wird in Runden gestrickt, provisorisch angeschlagen und dann irgendwann halt verdreht miteinander verbunden, der Anfang und das Ende. Und das wird halt in 3 Farben gestrickt. Und dazu gibt es fingerlose Handschuhe Headland. Die sind zum Beispiel so, dass ich denken würde, ja, das könnte ich nachstricken. Ich stricke ja nicht so gerne mit mehreren Farben, insbesondere nie so gerne, wenn es so kurzer Umfang ist, ja, wie bei Handschuhen zum Beispiel. Aber ich finde sie sehr schön und ich finde sie auch wirklich sehr toll und sehr, sehr haltbar, weil man halt 2, teilweise vielleicht sogar 3 Fäden verwendet und das Strickstück ist dann am Ende wirklich sehr haltbar. Ich habe ja noch Handschuhe von meiner Oma gestrickt, die seit 20 Jahren tot ist. Und die Handschuhe sind, glaube ich, fast so alt wie ich. Sie halten. Sie halten. Ich trage sie noch jeden Winter. Genau, also fingerlose Handschuhe Headland sind sehr schön. Dann ist hier ein Pullover, der heißt Teng. Den werde ich wahrscheinlich stricken. Ist einfach, aber wirksam. Aus einem dünnen Garn gestrickt. Hier nochmal an einem Modell dargestellt. Ich glaube, das ist jemand aus, also von dieser Insel gewesen. Habe ich irgendwo, ich habe nicht alles durchgelesen, sondern nur die Einleitung. Beziehungsweise nicht nur Einleitung, sondern so die ersten 15 Seiten vielleicht. Und dann habe ich mir die Modelle einfach nur genau angeguckt, sodass ich jetzt nicht bei jedem Modell genau weiß. Aber irgendwo habe ich das aufgeschnappt, dass sie auch Menschen von diesen Inseln als ja, in diesem Buch abbildet. Oder dieses Bild zum Beispiel, das ist so schön, das Wasser. So, und hier auch Strümpfe, die passend dazu abgebildet sind. Das sind Strümpfe Meeresschaum. Ja, Strümpfe Meeresschaum. Die sind auch schön, wirklich schön. Ich zeige sie nochmal. So, Meeresschaum. Dann ist die nächste Insel Blidö, das ist in Schweden. Auch wunderschöne Bilder. Ich schaue mal, was ich von dieser Insel zeige, damit es nicht zu viel wird. Das finde ich sehr schön. Also dieser Pullover, sehr schön. Aber ich glaube, ich würde so viel Colorwork nicht schaffen. Der Pullover heißt Rospik. Rospik.
hier rauspick. Dann gibt es wieder ein Loop. Und es gibt ein Tuch, das ich definitiv stricken werde. Das ist Tuch Helmi. Das ist dieses Tuch. Oder hier auch. Ist ein recht einfaches Tuch, aber ich mag ja einfache Sachen, das wisst ihr. Hier ist auch noch ein schönes Bild dazu. Das einfach, aber zweckmäßig und schön. Wenn man ein schönes, besonderes Garn nimmt, muss auch nicht besonders sein, ein schönes, einfach nur Garn, ein Garn, das einem gefällt. Bei diesem Tuch kommt genau dieses Garn wirklich richtig schön zur Geltung. Diese Strümpfe finde ich auch sehr schön, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie nicht in den nächsten Jahren stricken werde. Einfach nur, weil ich es nicht durchhalte. Die Strümpfe heißen Sjoblom. Sjoblom. Ich schreibe es natürlich hier drunter. So, dann gab es da noch was. Shetland. Die Shetlandinseln werden hier auch beschrieben. Auch ein Traum von mir, dahin zu fahren. Mit einem typischen Shetland Colorwork Pullover. Das ist Eschanes. Wahrscheinlich ist das eine Insel. So, das ist der Pullover Eschanes. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich diesen Pullover stricken werde. Aber ich gucke mir auf jeden Fall die Konstruktion an, weil ich bin ja immer weiter auf der Suche nach abwandelbaren Rezepten für so Strickstücke. Was ich aber sehr schön finde, sind zum Beispiel diese Handschuhe. Auch da bin ich mir nicht sicher, inwieweit ich es schaffen kann. Also einfach nur durchhalten, ja. Weil klappen tut es, aber ich finde es halt sehr konzentrationsbedürftig. Aber die finde ich schön. So, und es gibt, also die heißen Fäustlinge Morgendämmerung. Dazu gibt es auch eine passende Mütze. Also hier zum Beispiel beides zusammen. Mütze und Handschuhe Morgendämmerung. Sind ja auch so wahrscheinlich Farben aus der Morgendämmerung auf Shetlandinseln. Also ich finde solche Sachen sehr schön. So, dann gibt es einen Spitzenloop Hömin. Ist das Shetland? Ja. Genau, das ist auch etwas, was ich höchstwahrscheinlich stricken werde. Ist auch einfach, aber wirksam. Das ist eigentlich so als so ein Schulterwärmer gedacht, aber ich werde das wahrscheinlich einfach viel schmaler stricken für den Hals. Nur für den Hals. Vielleicht aber auch für die Schultern, weiß ich noch nicht. Und dann die letzte Inselgruppe ist Gotland, auch in Schweden, oder die Insel, die unser Zuhause wurde, karg, freundlich und beständig. Ja, also auf Gotland, auf der Insel Gotland wohnt die Autorin und da war auch, also hier gibt es sehr schöne Sachen, zum Beispiel diesen Pullover Steinbody oder Steinbody, schwer zu sagen. Auch mit 2 Farben. Das ist aber zum Beispiel so die Art von Colorwork, wo ich denke, das könnte ich gut bewältigen. Da gab es aber noch was Schöneres, zum Beispiel diese Strickjacke Extra. Jacke Extra. Also für sie bin ich bereit zu leiden. Für diese Jacke. Ich finde sie so schön. Sie passt genau in meine Garderobe. Ich trage ja auch gerne Kleider und gerne auch so wirklich, also ich style mich gerne so wie die Frau. Ich muss mal kurz nachgucken gleich, ob ich nachlesen kann, ob das vielleicht die Autorin selbst ist. Ja, also zum Beispiel trägt sich hier ein Kleid wahrscheinlich oder ein Rock darunter. Stricksocken und so Boots, sowas trage ich auch sehr gerne. Also genau in dieser Konstellation. Also Jacke Extra ist auf jeden Fall eingeplant. Für mich steht hier irgendwo. Nee, steht jetzt nicht so direkt. Berichte ich, wenn ich es irgendwann erfahren habe. Ich glaube, sie wird auch gestiegt. Ich schaue mal, ob ich das schnell finde. Die Jacke wird von unten nach oben gestrickt mit so wenigen Nähten wie möglich. 5 Stickmaschen vorn und einer Knopfleiste mit Kordelkante, sie unten. Die Runde beginnt neben den Stickmaschen.
Die Ärmel werden getrennt gestrickt, dann werden Passe und Hals in einem Stück gearbeitet. Ja, genau, also es wird gestickt, die Ärmel werden getrennt gestickt und dann alles zusammengeführt und halt nach oben fertig gestrickt. Das wird ein schönes Abenteuer. Das habe ich, also ich habe ja angefangen, einen Cardigan letzten Winter zu stricken. Den habe ich dann für den Sommer zur Seite gelegt. Den werde ich zu Ende stricken und den sticke ich auch. Und das wird wahrscheinlich mein nächstes Stickprojekt. So, dazu gibt es die passenden Socken extra. Die sind schön. Mal gucken. Wenn ich die Jacke schaffe, dann schaffe ich auch die Socken. Also ich glaube, ich habe jetzt quasi fast alles gezeigt. Dann gibt es noch so ein Schal, Langhall, jetzt weiß ich nicht genau, wie der letzte Buchstabe gelesen wird. Langhallen oder Langhallo. So, also so sieht der Schal aus. Der ist jetzt nicht so die Vorstellung, oder weiß ich nicht. Also eigentlich ist er, glaube ich, ganz gut, weil er halt bequem so um den Hals umgeschlagen werden kann und leicht und schnell geht. Und solche Sachen, die auf den ersten Blick jetzt nichts Besonderes sind, sind häufig diejenigen, die man am häufigsten trägt. Von daher sollte ich vielleicht nicht sagen, dass ich es nicht mache. Und genau, und dann gibt es auch noch den Pullover extra. Weiß nicht, also die Jacke gefällt mir besser. Der Pullover sieht aber auch sehr schön aus. Vielleicht mache ich beides. Ja, mal schauen. Weiß ich noch nicht. Pullover extra habe ich. Okay, dann, das war's. Das war das letzte Modell. Genau, es werden auch die Garne beschrieben, die hier bei Musterstücken verwendet wurden. Da sind verschiedene Garne von dort, wo auch die Projekte herkommen. Also die Berlin Yarn Company von Harrissund auf den äußeren Hebriden, Gotland Spinnery, Jamieson Smith, Limo Design, Tuku Wool, Tant Kofta, Ulrike bei Anki und Illet. So ein paar von diesen Garnherstellern kenne ich nicht, aber ja. Jetzt merke ich gerade, hier fällt bei mir was raus. Na, also ja. Genau, jetzt haben wir das gesamte Buch durchgeguckt und dieses Buch, das ist das zweite Exemplar, das ich nicht geblättert habe. Das Exemplar ist für eine von euch. Ich hoffe auf rege Teilnahme. Wie gesagt, unbedingt im Kommentar Küstenmaschen schreiben und das Modell nennen, welches ihr nachstricken würdet. Und dann lasse ich so ein, wahrscheinlich so ein automatisches Ding durchlaufen und nach Küstenmaschen suchen. Deswegen bitte korrekt schreiben, sonst werdet ihr nicht gefunden. Und dann wünsche ich euch viel Glück für die Verlosung. Genau, ich werde dann wahrscheinlich entweder in der nächsten oder in der übernächsten Folge die Verlosung machen. Also zeigen, wer gewonnen hat. Und in der nächsten Folge schaffe ich es wahrscheinlich nicht, weil die Verlosung, oder je nachdem, wann die nächste Folge kommt, diese Verlosung aus dieser Folge gilt jetzt, würde ich sagen, bis ja, für eine Woche. Heute ist der 19., also bis zu dem 26. Also die Verlosung, ich schreibe hier vom 19. bis zum 26. Oktober 2023 könnt ihr dieses Buch gewinnen. Ja, ich drücke euch die Daumen. Ich finde das Buch sehr schön. Offensichtlich werde ich einiges davon stricken. Zumindest möchte ich das. Und ja, ich glaube, nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe von einer lieben Zuschauerin eine Postkarte bekommen von Isle of Ferris. Ich glaube, das ist die Insel,
wo Harris Tweet gemacht wird. Genau. Also liebe Norma, wenn du guckst, ganz, ganz lieben Dank für die Karte. Die passt wirklich perfekt zu diesem Buch. Also manchmal, oder ich habe eigentlich relativ häufig Zufälle in meinem Leben, dass ja, Sachen gleichzeitig passieren, die nichts miteinander, oder wo Menschen nichts miteinander zu tun haben eigentlich, aber trotzdem passieren ja, Ereignisse irgendwie gleichzeitig, die zusammenhängen. Oder die aber nicht zusammenhängen dürften, in Anführungszeichen. Ja? Ich fand das ein sehr schöner Zufall, dass ich einen lieben Gruß von den äußeren Hebriden bekommen habe, während ich auch diese Bücher bekommen habe und darüber lesen kann, was da eigentlich so passiert. Ja, also Norma, wenn du noch da bist, wünsche ich dir weiterhin viel Spaß. Melde dich gerne danach. Ich finde das sehr aufregend, was du dort erlebt hast, was dir am meisten gefallen hat, was du so gesehen hast. Ja, irgendwie bin ich jetzt in einer erhobenen Stimmung und kann mit ruhigem Gewissen und mit ganz viel Elan an die Arbeit gehen, die vor mir liegt. Ich wünsche euch eine schöne Tageszeit oder Nachtzeit, je nachdem, wann ihr guckt. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.